Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nehme ich dich wieder mit auf eine Entspannungsreise zum Einschlafen. Zunächst kannst du dich durch eine Abendmeditation leiten lassen, die du ganz gemütlich im Bett liegend mitmachen kannst. Und dann lese ich dir ein Märchen aus meinem Märchenbuch vor. Das heutige Märchen heißt Helene, frei nach Ludwig Bechstein. Und wir beginnen mit der Abendentspannung. Mach es dir in deinem Bett bequem. Rückel und räkel dich zurecht. Nimm nochmal ein paar tiefe Atemzüge. Und komme dann angenehm und gemütlich zur Ruhe. Wenn nicht schon getan, dann schließe deine Augen. Komm an. Nimm wahr, was gerade von deiner Umgebung wahrzunehmen ist. Die Matratze, auf der du liegst, deine Bettdecke, die vielleicht noch ein wenig kühl ist, die Luft, die du ein- und ausatmest. Nimm deinen Atem wahr, wie er deinen Oberkörper sanft bewegt. Immer ruhiger, immer entspannter. Wenn du willst, dann lege deine Hände flach aufeinander auf dein Herz. Spüre in dich hinein. Spüre deinen Atem, deinen Herzschlag. Spüre das Leben, das durch dich hindurchfließt. Das bist du. Spüre dich hier und jetzt am Ende dieses einmaligen heutigen Tages. Dann finde wieder einen bequemen Platz für deine Hände und ich lade dich ein, in der nächsten Minute die Bilder deines heutigen Tages wie einen Film vor deinem inneren Auge abspielen zu lassen. Schau einfach mal, welche Bilder dir spontan in den Sinn kommen. Was hast du heute erlebt? Was ist heute so passiert? Ab jetzt 1 Minute für deine Bilder des Tages.
Stelle dir vor, im Abspann deines Filmes läuft ein kleines Best-of mit mindestens 3 Momenten, die heute besonders schön waren. Momente, für die du dankbar bist. Dann nimm einen etwas tieferen Atemzug. Nimm das Heben und Senken deiner Brust wahr. Lass mit dem Ausatmen alle noch vorhandene Anspannung los. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer zu entspannen. Es ist alles gesagt, alles getan. Du darfst nun ruhen. Immer müder, immer schläfriger. Dein Körper darf auf angenehme Weise immer schwerer in die Matratze sinken. Ganz sicher und geborgen und bestens versorgt. Es ist alles da. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Fast so, als würdest du schon schlafen. Und ganz nebenbei darfst du in Gedanken davon schweben. In eine andere Zeit, an einen anderen Ort, an dem es viele Schlösser, Königinnen und Könige gibt, Feen und Zauberer, kleine und große Wunder. Und so kommst du an im Land der schönen Märchen. Und als würdest du auf einer weichen, hellen Wolke über den Dingen schweben, kannst du alles genau betrachten und beobachten, was dort so vor sich geht. Es war einmal ein wunderschönes Mädchen namens Helene. Sie lebte bei einer strengen Herrin, die ihr das Leben schwer machte. Obwohl Helene fleißig und gutmütig war, stellte ihr die Herrin immer schwierigere Aufgaben.
Eines Tages befahl die Herrin: Helene, du sollst heute 12 Pfund Federn abschleißen. Und wehe dir, wenn die Arbeit bis heute Abend nicht fertig ist. Helene begann mit der Arbeit, doch sie war bald sehr verzweifelt. Wie soll ich das nur schaffen? Seufzte sie. Denn es schien, als würde die Arbeit auch nach Stunden nicht weniger werden. Da erschien plötzlich eine Fee und sprach: Tröste dich, mein Kind, ich werde dir helfen. Leg dich schlafen, und ich werde die Arbeit für dich tun. Helene konnte es kaum glauben. Aber sie legte sich hin, denn sie war sehr erschöpft und schlief bald tief und fest ein. Als sie erwachte, lagen alle Federn fertig abgeschlissen vor ihr. Dankbar dachte sie an die Fee. Als die Herrin am Abend zurückkam, traute sie ihren Augen kaum. Wie ist das möglich? Murmelte sie. Aber statt Helene zu loben, sann sie auf eine neue, nicht schaffbare Aufgabe. Am nächsten Morgen gab sie Helene einen löchrigen Löffel. Schöpfe damit den Teich im Garten aus, befahl sie. Helene erkannte sofort die Unmöglichkeit dieser Aufgabe und begann erneut daran zu verzweifeln. Tränen liefen über ihre Wangen. Doch wie am Tag zuvor erschien wieder die gute Fee. Was bedrückt dich, mein Kind? Fragte die Fee. Und Helene erzählte von der neuen Aufgabe. Sorge dich nicht, leg dich schlafen, und ich werde den Teich für dich ausschöpfen. Und als Helene wieder erwachte, war der Teich leer. Die Herrin war nun noch erstaunter als am Tag davor, und sie wurde rot vor Wut. Zauberei, knurrte sie und dachte die ganze Nacht über eine letzte, noch unmöglichere Aufgabe nach. Helene, du sollst heute ein prachtvolles Schloss bauen, das bis zum Abend fertig ist. Mit allem, was dazugehört. Küche, Keller und alles. Helene setzte sich verzweifelt auf einen Felsen. Wie soll ich nur ein Schloss bauen? Flüsterte sie zu sich selbst. Doch da erschien zum 3. Mal die gute Fee. Verzweifle nicht, sagte sie freundlich. Lege dich zur Ruhe, und ich werde für dich das Schloss bauen,
Als Helene erwachte, stand dort tatsächlich ein prächtiges, strahlendes Schloss. Alles war vollkommen, vom Keller bis zum Türmchen. Doch als die Herrin das Schloss durchsuchte und keinen Fehler finden konnte, stampfte sie so fest auf den Boden, dass sie mit lautem Getöse zu Staub zerfiel. Helene war nun endlich frei und sie wurde die Herrin des prächtigen Schlosses. Bald hörten viele junge Männer von der Schönheit Helenes und sie kamen, um ihre Hand anzuhalten. Einer von ihnen war Prinz Albrecht. Er war klug und gutherzig und Helene verliebte sich in ihn. Eines Tages sagte Albrecht zu ihr: »Helene, ich muss meine Eltern um ihre Zustimmung bitten, damit wir heiraten können. Warte auf mich unter der Linde und ich werde so schnell wie möglich zurückkommen.« Helene küsste ihn zärtlich auf die linke Wange und sagte: »Versprich mir, dass dich niemand außer mir auf diese Wange küssen wird.« Albrecht versprach es feierlich und ritt davon. Tagelang wartete Helene unter der Linde. Doch Albrecht kam nicht zurück. Voller Sorge machte sie sich endlich auf die Suche nach ihm. Und sie nahm ihre schönsten Kleider mit. Ein Kleid mit Sternen, eines mit Monden und eines mit Sonnen aus reinem Gold. Und so machte sie sich auf den Weg. Doch egal wo sie hinkam, nirgends fand sie eine Spur von Albrecht. Erschöpft und traurig gab sie nach einigen Wochen die Suche auf und blieb in einem kleinen Dorf. Dort vergrub sie ihre wertvollen Kleider an einem sicheren Ort am Waldrand und fand eine Anstellung als Hirtin. Jeden Tag hütete sie ihre Herde und sprach zu einem besonders lieben Kälbchen: »Kälbchen, knie nieder und vergiss deine Ehre nicht«, wie Prinz Albrecht die arme Helene vergaß, als sie unter der grünen Linde saß. Eines Tages hörte Helene, dass Prinz Albrecht die Tochter des Königs aus dem Nachbarland heiraten sollte. Ihr Herz wurde schwer, doch sie fasste einen Plan. Sie wartete mit ihrem Kälbchen an einem Weg nahe des königlichen Schlosses. Dort versteckte sie sich hinter dem Gebüsch. Und als Albrecht mit seinem Vater, dem König, an dem Gebüsch vorbeiritt,
sprach sie leise zu ihrem Kälbchen: Kälbchen, knie nieder und vergiss deine Ehre nicht, wie Prinz Albrecht die arme Helene vergaß, als sie unter der grünen Linde saß. Albrecht hielt inne, als er diese Worte hörte, doch er konnte nicht erkennen, woher diese Stimme kam. Sein Vater wurde mürrisch und trieb ihn an, weiterzureiten. Am Abend ging Helene zu einem königlichen Fest. Sie trug ihr Sonnenkleid und verbarg ihr Gesicht unter einem Schleier. Als sie im Schloss erschien, war Albrecht fasziniert von ihrer Anmut und Ausstrahlung und tanzte die ganze Nacht mit ihr. Doch Helene sprach kein Wort und verriet ihm nicht, wer sie war. Am nächsten Abend ging sie wieder zum Fest, diesmal in ihrem silbernen Mondkleid. Albrecht konnte seinen Blick nicht von ihr wenden und flehte sie an, ihm ihren Namen zu nennen. Doch sie lächelte nur und schwieg. Am dritten Abend kam Helene in ihrem prächtigsten Gewand, das mit goldenen und silbernen Sternen bestickt war. Albrecht war tief beeindruckt und bat sie inständig, sich ihm endlich zu offenbaren. Da küsste Helene ihn sanft auf die linke Wange, und in diesem Moment erkannte er sie. »Helene«, rief er froh, »ich habe es kaum zu hoffen gewagt, aber das bist wirklich du. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe immer an dich gedacht und mir gewünscht, dass du die schöne Fremde bist. Aber etwas Schreckliches ist geschehen. Auf meiner Reise fort von dir wurde ich überfallen und gefangen genommen und konnte nicht zurückkehren. Und als ich endlich frei kam, waren meine Eltern sehr ungehalten und hatten eine Hochzeit mit der Prinzessin des Nachbarlandes arrangiert. Sie ließen mich täglich überwachen und nicht aus den Augen, so dass ich nicht wieder zu dir zurückkehren konnte. Doch mein Herz gehört dir, Helene.« Helene sah Traurigkeit in seinen Augen und erkannte, dass Albrecht sie nicht freien Willens verlassen hatte. »Ich wusste, dass du einen Grund haben musstest«, sagte sie sanft. »Das habe ich immer gespürt.« Albrecht kniete vor ihr nieder und bat erneut um ihre Hand. »Helene, kannst du mir vergeben?« »Ja«, sagte sie lächelnd. Und so schlichen sie sich gemeinsam aus dem königlichen Palast heraus und ritten zurück zu Helenes prächtigem Schloss, das einst durch die Hilfe der guten Fee gebaut worden war. Bald darauf heirateten sie
und Helene und Albrecht lebten glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.